Immer wieder fragen mich Mandanten in der Beratung: „Sebastian, was sind eigentlich steuergünstige Länder mit einer relativ geringen Aufenthaltsanforderung? Also, in welchen Ländern zahle ich wenig Steuern oder gar keine Steuern, muss mich aber auch nicht besonders lang, zum Beispiel 183 Tage lang aufhalten?“ Nun, hier gibt es zum einen eine steuerrechtliche Dimension, aber auch eine aufenthaltsrechtliche Dimension. Was das genau bedeutet und auch welche Länder in Frage kommen, das wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Nun, oftmals läuft das in der Beratung eben so, dass der Mandant sagt: „Naja, Dubai ist ja wunderbar. Dubai kann ich mir auch vorstellen, die Stadt gefällt mir, da ist viel los, aber nun dort tatsächlich das ganze Jahr zu verbringen, das kann ich mir nun doch wirklich nicht vorstellen. Oder auch schon 183 Tage lang dort zu verbringen, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wie lang muss ich denn in Dubai sein, in unserem Beispiel, um dann ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat zu erhalten? Ein sogenanntes Certificate of Tax Residency. Nun, was ist das überhaupt, ein solches Zertifikat? Wo brauche ich das? Für was ist das wichtig? Im Grunde genommen ist das eine Bestätigung der lokalen Steuerbehörde, dass du in diesem Land lebst, dass du in diesem Land unbeschränkt steuerpflichtig bist. Und danach können zum Beispiel andere Behörden, andere Steuerbehörden oder auch zum Beispiel Banken etc. fragen. Vielfach braucht man zum Beispiel auch ein solches Zertifikat, wenn es dann um eine sogenannte Tiebreaker Rule in einem Doppelbesteuerungsabkommen geht. Also wenn es darum geht zu entscheiden, wo ist man steuerpflichtig, wenn ich nun tatsächlich zwei steuerliche Wohnsitze habe. Nun, man muss beachten, dass dieses steuerliche Ansässigkeitszertifikat natürlich auch gewisse Grenzen hat, denn vielfach ist es das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Fall, als Shakira in Spanien hier wegen Steuerhinterziehung angeklagt war. Da war sie in der Lage, hier ein solches Zertifikat aus den Bahamas beizubringen. Ich werde das jetzt mal zeigen. Unter anderem eben dieses steuerliche Ansässigkeitszertifikat hier für Shakira. Sie hatte sich erhofft, wenn sie dieses dann den Steuerbehörden vorlegt, dann wird klar, dass sie in Spanien nicht steuerpflichtig ist. Es ging ja hier um die Jahre vor ihrer eigentlichen spanischen Residenz. Sie hatte ja angegeben, sie lebt dort in Spanien mit ihrem Partner und den Kindern. Aber die spanischen Steuerbehörden warfen ihr vor, dass sie tatsächlich dort schon 3 Jahre früher gelebt hat. Und es ging um Steuern in Millionenhöhe. Am Ende wurde sie dann ja auch für schuldig befunden. Es drohte Knast. Aber sie hat sich dann in letzter Minute noch geeinigt. Also hier hat das steuerliche Ansässigkeitszertifikat aus den Bahamas überhaupt gar nichts gebracht. Damit will ich dir nur aufzeigen, dass natürlich ein solches Zertifikat auch seine Grenzen hat. Im Falle von Shakira wurde nämlich relativ schnell klar, dass sie trotz diesem Zertifikat sich sehr viel Zeit in Spanien aufgehalten hat. So, und an diesem Kalender sehe ich jetzt nun eben, wie lange Shakira tatsächlich in Spanien war. Das haben die Steuerbehörden so ermittelt. Man kann also sehen, dass sie in den 3 Jahren, bevor sie sich tatsächlich dann hier in Spanien registriert hat, nämlich 2015, jeweils über 200 Tage pro Jahr in Spanien war. Und dann bringt ihr natürlich das steuerliche Ansässigkeitszertifikat aus den Bahamas gar nichts. Dieses Zertifikat hat seine Grenzen. Natürlich, hier kann man in gewisser Weise etwas nachweisen. Aber wenn es drauf ankommt und du bist dann in einem anderen Land eben so und so lange anwesend, dass du da Steuerpflicht auslöst, bringt es dir auch nichts. Das musst du also immer beachten, ja? Aber ansonsten eben kannst du dieses steuerliche Ansässigkeitszertifikat vorlegen und zum Beispiel gegenüber einer Bank bestätigen oder einem anderen Staat, dass du in diesem Land steuerpflichtig bist. Nun, verschiedene Länder haben nun verschiedene Regeln, wann eine solche Steuerpflicht ausgelöst wird. Sehr bekannt ist ja die sogenannte 183-Tage-Regelung. Ich habe dazu schon viele Videos gemacht. Diese gibt es so eigentlich nicht. In Deutschland zum Beispiel bist du unabhängig von der Anwesenheit steuerpflichtig, wenn du dort einen Wohnsitz hast. In anderen Ländern geht es relativ strikt nach Tagen. Spanien haben wir schon gesehen. Also wenn du dort 183 Tage dich pro Jahr aufhältst,
dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig und dann gibt es natürlich immer auch noch Fragen, wie diese 183 Tage ermittelt werden. Zählen Anreisetage, zählen Abreisetage, was ist mit kurzen Abwesenheiten zwischen solchen Anwesenheiten? Also da ist dann auch noch einiges zu klären, aber sagen wir mal Spanien ganz klar 183 Tage. Nun gibt es aber eben etliche Länder auch, die hier eine geringere Anwesenheit vorschreiben, damit sie dir ein solches steuerliches Ansässigkeitszertifikat ausstellen. Ganz bekannt natürlich Zypern. Wenn du in Zypern den Wohnsitz hast und dort den Non-Dom-Status hast, dann reichen 60 Tage Anwesenheit in Zypern, damit Zypern dir ein Zertifikat ausstellt, auf dem steht, dass du dort unbeschränkt einkommensteuerpflichtig bist. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Jetzt schauen wir uns mal an, was es noch für andere Länder gibt. So, ich fange jetzt mal an bei der geringsten Anwesenheitspflicht, um hier ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat zu bekommen. Gibraltar, wenn du dort den High Net Worth Individual Status hast, sind es 0 Tage Anwesenheitspflicht. Du musst dort eine Wohnung natürlich gemietet haben, das ganze Jahr. Hier gibt es auch Anforderungen an diese Wohnung. Das darf nicht irgendein Loch sein, irgendeine Kaschemme. Es muss eine richtige, hochwertige Wohnung sein. Das heißt, da wirst du so vielleicht um die 2.000 Euro im Monat bezahlen müssen. Aber dann bist du dort letztlich ohne eine tatsächliche Anwesenheitspflicht unbeschränkt steuerpflichtig. Nächstes Land, Malta. Auch hier keine Anwesenheitspflicht. Hier muss ich nun zwei Dinge sagen. Malta hat zum einen keine klare Regelung, wie viele Tage man da sein muss. Nun, viele sagen 183 Tage. Das stimmt im Grunde genommen so nicht. Das ist gesetzlich nicht festgelegt. 183 Tage sind sicherlich ein klares Indiz dafür, dass du dort ganz sicherlich unbeschränkt steuerpflichtig bist. Aber auch weniger Tage können schon ausreichen, wenn du dort zum Beispiel eine Firma hast oder einen Beruf hast oder anderweitig hier Beziehungen zu Malta hast. Aber jetzt kommt das Wichtige. Malta hat zusätzlich einen High Net Worth Individual Status, den man zusätzlich beantragen kann. Da muss man dann auch eine Wohnung mieten, man muss sich verpflichten, nirgendwo anders mehr als 183 Tage zu sein. Und dann gibt es hier auch ganz offiziell und ganz klipp und klar geregelt, dass du keine Anwesenheitspflicht auf Malta hast. Diesen Status kann man, wie gesagt, zusätzlich beantragen. Vielfach für unsere Mandanten nicht notwendig, weil die eben andere Bezugspunkte haben, die dann hier zeigen, dass die steuerliche Ansässigkeit gegeben ist. Aber wenn du das möchtest, kann man das machen. Wir können das auch für dich machen. Nächstes Land, Georgien. Auch hier gibt es einen High Net Worth Individual Status. Auch hier gibt es keine Anwesenheitspflicht, um dann hier die steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung aus Georgien zu erhalten. Seit kurzem musst du allerdings nun mindestens 500.000 in Georgien investieren. Entweder in eine Immobilie oder du kannst das auch auf einem Konto dort deponieren. Du musst das jetzt nicht groß hier in Staatsanleihen oder sowas anlegen, kannst natürlich auch machen. Aber du musst Vermögen haben in Georgien, mindestens 500.000 US-Dollar. Cayman Islands. Hier bist du mit 30 Tagen im Jahr dabei, wenn du eine Immobilie hast. Also wenn du zeigen kannst, dass du dort ein Haus mietest oder gekauft hast, 30 Tage Anwesenheitspflicht, um ein Ansässigkeitszertifikat zu erhalten. Zypern 60 Tage, haben wir schon drüber gesprochen. Uruguay auch hier 60 Tage pro Jahr, dann musst du allerdings in eine Immobilie investieren. Malaysia hat 90 Tage pro Jahr. Hier gibt es auch verschiedene Visa, die für Ausländer interessant sind, zum Beispiel das My Second Home Visum. Das sollte man sich durchaus mal anschauen. Andorra ebenfalls 90 Tage pro Jahr. Auch hier musst du in eine Immobilie investieren. Du musst eine kaufen. Da sind es mindestens 600.000, die du investieren musst. Dann kannst du hier 90 Tage pro Jahr sein und bekommst die Ansässigkeitsbescheinigung. Eine Alternative ist hier, dass du eine aktive Tätigkeit in Andorra hast, zum Beispiel einen Job oder eine Firma. Dann brauchst du nicht in eine Immobilie investieren, hast aber auch eine längere Anwesenheit, um hier das steuerliche Ansässigkeitszertifikat zu bekommen.
Jetzt kommen wir zu meinem Beispiel von gerade eben, Dubai. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten sind es mindestens 90 Tage mit Emirates ID, die du dort anwesend sein musst, damit du eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung bekommst. Natürlich, da zahlt man gar keine Einkommensteuern in Dubai, das weißt du ja, es gibt da eine Business Tax jetzt in Höhe von 9%, aber auf Einkommen gibt es keine Steuer. Mir ist nicht klar, wie die ein solches Zertifikat ausstellen, aber offensichtlich tun sie es. 90 Tage musst du dort anwesend sein. Die Schweiz, auch hier sind es 90 Tage, nach denen du in der Schweiz dann steuerlich unbeschränkt steuerpflichtig bist und entsprechend auch ein Zertifikat bekommst. 90 Tage wohlgemerkt, wenn du nicht arbeitest. Wenn du arbeitest, sind es möglicherweise schon 30 Tage. Man muss allerdings sagen, in der Schweiz sind es 90 Tage am Stück, ja, am Stück. In den anderen Ländern sind es jeweils die entsprechenden Tage auf das Jahr verteilt. Honduras sind es ebenfalls 90 Tage, Paraguay sind es 120 Tage. So, und beim Thema Paraguay möchte ich jetzt ja auch gleich verdeutlichen, wo hier oft das große Missverständnis entsteht. Zum Beispiel ist es in Paraguay so, dass du den Aufenthaltstitel, also die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis, behältst, wenn du dich dort wenige Tage aufhältst pro Jahr oder alle 2 Jahre. Ja, aber natürlich bist du deswegen dort nicht steuerlich ansässig. Du bist dann einwanderungsrechtlich dort ansässig, aber nicht steuerlich. Das heißt, ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat werden sie dir erst nach 120 Tagen geben. Der umgekehrte Fall ist in der Schweiz der Fall. Ich hatte ja gerade eben gesagt, wenn du dich 90 Tage am Stück in der Schweiz aufhältst oder sogar schon 30 Tage, wenn du dort arbeitest, bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Aber das heißt jetzt nicht, dass du sagen kannst, okay, ich halte mich 90 Tage in der Schweiz auf und dann haue ich wieder ab. Nein, denn in der Schweiz ist es ja so, dass EU-Bürger ein Recht auf eine B-Bewilligung haben. Diese B-Bewilligung sieht aber vor, dass du dich mindestens 183 Tage im Jahr in der Schweiz aufhältst. Das heißt, zwar kannst du aus steuerrechtlichen Gründen hier mit einer geringeren Anwesenheit auskommen, um ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat zu erhalten, aber aus einwanderungsrechtlicher Sicht musst du mindestens ein halbes Jahr dich in der Schweiz aufhalten und das ist genau die Krux an diesem Thema. Das heißt, du musst dir in jedem Land, wo du möglicherweise hier eine Ansässigkeit begründen willst, anschauen, was wird einwanderungsrechtlich hier vorgeschrieben und was wird steuerrechtlich hier vorgeschrieben an Anwesenheit. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge mit komplett unterschiedlicher Bedeutung und diese darf man nicht verwechseln. Soweit also unsere Liste mit Ländern, die eine relativ geringe Anwesenheitsdauer pro Jahr aus steuerlicher Sicht vorschreiben. Wenn du diese Tage dort anwesend bist und nachweisen kannst, dass du dort anwesend gewesen bist, erhältst du also das entsprechende steuerliche Ansässigkeitszertifikat und kannst dann den Rest des Jahres dich sonst wo rumtreiben, Urlaub machen, reisen und so weiter und so fort. Hast aber eben dennoch dieses Zertifikat. Wie gesagt, immer berücksichtigen, dieses Zertifikat ist auch nicht alles. Am Ende zählt, was wirklich gelebt wird, was wir ja im Falle Shakiras gerade gesehen haben. Wenn auch du Fragen hast zu einem steuerlichen Wohnsitz im Ausland, welches Land sich besonders eignet und was es sonst noch so für steuerliche Fragen diesbezüglich gibt, wie kann ich meine Steuern optimieren, wie kann ich Steuern vermeiden, wenn ich wegziehe, dann würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch darüber zu sprechen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.